In dem Format Die People stellen wir Leute und ihre Leidenschaften vor. Heute sind wir hier in Nürnberg und besuchen Max Kuschmiers. Der ist 23 Jahre alt und hat das Jonglieren zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Mal sehen, was er uns heute zeigt. Ich kann euch eins sagen, es wird extrem. Wir sind jetzt hier am Bahnhof. Mal schauen, ob wir den jetzt direkt finden. Ah, da ist er schon am Jonglieren. Hi Max! Hi! Servus! Lass mal ein ruhiges Plätzchen suchen, da können wir uns mal ein bisschen unterhalten. Ja klar, Bahnhof ist immer ein bisschen schwierig. Ja, ne? Immer nicht. Alles klar. Dann erzähl doch mal, also du kommst ja eigentlich gar nicht aus Nürnberg, du kommst ja aus Sulzburg-Rosenberg. Was machst du dann hier jetzt genau? Also hier bin ich hauptsächlich zum Studieren. Ich mache Werkstofftechnik oben in Nürnberg jetzt. Und hauptsächlich bin ich auch in Nürnberg deswegen, weil viele meiner Kollegen, sage ich mal, kommen aus Nürnberg oder sind in der Umgebung von Nürnberg. Das heißt, Nürnberg ist sozusagen so ein Knotenpunkt, wo dann viele Jongleure sich auch mal treffen können. Du kommst ja gar nicht aus Nürnberg, aber du verbringst trotzdem die meiste Zeit hier. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, es ist so, dass ich immer gut eine Stunde oder 2 Stunden nach Hause pendeln muss und oft hat der Tag einfach nicht genug Stunden. Das heißt, ich bin in der Uni, ich mache mein Uni-Zeug und dann schaue ich, dass ich noch so 5 Stunden jongliere am Tag. Im Idealfall eigentlich mehr. Und da ist es dann oft so, ich habe einfach nicht die Zeit und dann fahre ich entweder zu meiner Freundin, wenn es geht. Und wenn es nicht geht, dann penne ich auch mal in der Uni. Wie kam es dazu? Wie hast du überhaupt angefangen? Hast du einfach einen Tag bist aufgestanden und gesagt, heute werde ich Jongleur? Vor 4 Jahren habe ich in der WG gelebt, mit einem Kumpel noch. Und der konnte schon so ein bisschen jonglieren. Dann habe ich es mir von ihm zeigen lassen und wie es halt so ist, zuerst lernt man es, dann will man besser werden als der Kumpel, der es einem gezeigt hat. Dann habe ich so lange trainiert, bis ich besser war als er. Danach habe ich in Erlangen so einen Club gefunden, also einen Jonglierclub tatsächlich. Und da bin ich dann hin und da habe ich zum ersten Mal jemanden 7 Bälle jonglieren sehen. Dann dachte ich mir so, boah, will ich auch können. Dann habe ich so lange trainiert, bis ich besser war als der Beste sozusagen bei dem Jonglierclub. Okay. So, wie lange hast du da gebraucht, um das zu können? So vom Anfang Jonglieren her ungefähr 2 Jahre. Danach konnte ich 7 Bälle für gut 100 Würfe. Und dann war ich mal auf einer ersten Jonglier-Convention, nämlich hier in Nürnberg gibt es lustigerweise die größte Deutschlands. Da habe ich dann mal so wirklich die Weltbesten gesehen. Und da kam dann wirklich so der Gedanke auf, okay, ich will der Weltbeste sein. Und also das ist bis jetzt das Ziel. Das ist dein oberstes Ziel, Weltbester zu werden. Aber es dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, und trittst du dann auch auf damit? Hast du irgendwie besondere Workshops oder keine Ahnung? Ja, also ich trete auf, wenn sich eine Gelegenheit anbietet. Ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich davon wirklich leben kann. Deswegen studiere ich auch noch. Aber wann immer ich irgendwo höre, dass ein Kindergeburtstag ist oder hier ist mal ein Straßenfest oder da ist eine Firmenfeier, wo man vielleicht jemanden kennt, so einen Bekannten, da schaue ich, dass ich dann da hinkomme und da auftreten kann. Und hin und wieder bringe ich es den Leuten auch bei. Also ich gebe dann auch Workshops und zeige den Leuten, wie man jetzt 3 Bälle zum Beispiel lernt. Ich habe dann nämlich so eine kleine Garantie, 30 Minuten, dann kann man 3 Bälle, sonst gibt es das Geld zurück. Oh, mal schauen, ob das bei mir auch klappt. Wo könnten wir denn hingehen, dass du es mir mal so ein bisschen zeigst, wie man jongliert? Generell, wenn ich es einem einfach nur zeigen soll, also wenn es nur um Workshops geht, dann kann ich es überall zeigen, weil 3 Bälle braucht man keine 10 Meter decken. Das geht noch entspannt. Alles klar, dann lass mal losgehen. Können wir machen. Okay. Da probieren wir das doch gleich mal. Also du meintest in 30 Minuten lernt das eigentlich so gut wie jeder. Genau, also für so 5, 6 Würfe kriegt in 30 Minuten eigentlich jeder. Mit 3 Bällen? Mit 3 Bällen. Ja, dann time ich das doch mal. 30 Minuten steht. Das ist auch eine wichtige Frage. Ja. Was sind denn überhaupt die Voraussetzungen, um jonglieren zu können? Im Prinzip braucht man bloß 2 Hände. Und die müssen halbwegs funktionieren, dann kann man jonglieren. Und im Kopf? Was brauche ich im Kopf? Der kann auch leer sein gerne. Der kann leer sein. Alles, was man eigentlich braucht, ist, man muss diesen Wurf hinbekommen mit einem Ball. Okay. Deswegen fangen wir erst mit einem Ball an. Wichtig ist halt auch von einer Seite zur anderen, ganz entspannt, einfach ganz lässig einen Ball werfen. Ich meine, du hast ja Mathe studiert, meintest du irgendwie? Ja genau, ich habe Mathe vorher studiert. Und das bringt dir auch was, ne? Es bringt tatsächlich ein bisschen was, denn Jonglage selbst hat auch einen sehr mathematischen Charakter. Das heißt, ich kann jedes Jongliermuster im Prinzip mit einer Zahlenfolge beschreiben und die Zahlenfolge gibt dir dann einfach an, wann ein Ball in der Zukunft geworfen wird. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Bälle jongliere, dann werfe ich immer den roten, danach kommen 3 gelbe und der rote wird wieder als 4. Ball geworfen. Das heißt, das Jongliermuster hätte einfach nur die Zahlenfolge 4. Macht ja auch Sinn, wir haben ja bloß 4 Bälle. Jetzt könnte ich das Muster aber zum Beispiel stören und ich sage, ich werfe den roten jetzt nicht als eine 4, sondern ich werfe eine 5. Das heißt, ich werfe von einer Hand zur anderen
und ein bisschen höher, sodass 4 Bälle drunter passen und er wieder als 5. geworfen wird. Da würde dann in der Zukunft praktisch so ein kleines Loch entstehen, weil ich einen Ball weiter geworfen hätte, als er Platz hat sozusagen. Ja. Und das gleiche ich dadurch aus, dass ich mit der anderen Hand dann eine 3 werfe. Dann entsteht ein komplett neues Muster eigentlich. Genau, ich werfe also einen Ball ein bisschen höher und einen Ball ein bisschen niedriger. Und dann habe ich dieses Muster hier, das sich dann 5-3 nennt. 5-3. Das macht Sinn. Dann deswegen auch die Farben, oder wie? Genau, mit den Farben kann man dann zum Beispiel kennzeichnen, dass man manche Muster jongliert, bei denen einige Bälle immer nur denselben Wurf haben. Das Muster hier zum Beispiel wäre 5-3-4. Und da springt der rote Ball immer hin und her. Das liegt daran, ich werfe den roten Ball als eine 3, werfe ich 4-5 und als dritten Ball werfe ich dann wieder eine 3. Und das heißt, den ich als Dreier geworfen habe, werfe ich wieder als ein Dreier. Und dadurch folgt dann, dass der Ball immer als derselbe geworfen wird. Und so kann ich dieses Aber Muster... immer nur der rote? Genau, immer nur der rote. Okay. Und dadurch kann ich das Muster dann farblich sehr, sehr gut kennzeichnen. Ja, jetzt Genau. Okay. Ja, ich finde, ich mache das schon echt richtig gut. Genau, wir können da auch schon zum zweiten Ball gehen. Den gebe ich dir gleich mal. Mit 2 Bällen machen wir im Prinzip das Gleiche. Wir werfen einen Ball und kurz bevor der Ball ankommt in deiner Hand, kommt der zweite Ball. Du willst wirklich die gleichmäßigen Würfe haben. Jeder Wurf hat dieselbe Höhe und jeder Wurf ist auch eine Parabel. Was ist so das Krasseste, was du je jongliert hast? Das Krasseste, was ich je jongliert habe, das wären vermutlich 9 Bälle für 25 Würfe. Abgesehen davon vielleicht 8 Bälle für 62 Würfe. Das ist mein persönlicher Rekord mit 8 Bällen. Vor 20 Jahren wäre das noch Weltrekord gewesen. Also heutzutage nicht mehr, da ist die Konkurrenz einfach viel größer geworden. Aber das ist das, wo man schon sagen könnte, das ist somit das Schwerste, was ich je gemacht habe. Und dein Ziel? Also mein Endziel, das ist der 8 und 9 Ball Weltrekord. Der liegt momentan bei 300 bzw. 380 Würfen. Einige spezielle Muster mit 7 Bällen würde ich sehr gerne den Weltrekord aufstellen. Dafür reicht allerdings keine Decke, die wir hier finden können, um die zu demonstrieren. Du hast aber auch selber schon Weltrekorde aufgestellt, oder? 3 genau. Stück, oder? Also momentan halte ich 3 verschiedene Weltrekorde. Alle für relativ spezielle Nischenmuster, sage ich mal, die jetzt halt nicht viele Leute jonglieren. Der Weltrekord, wo ich vielleicht am stolzesten drauf bin, das ist mit 5 Bällen. Dieses Muster hier. Gibt es denn jemanden, den du bewunderst in Jonglieren? Da gibt es einige Leute. Hauptsächlich gibt es einen Amerikaner namens Jonah Botvinnik Greenhouse. Das ist so ein 17-, 18-jähriger Junge, also tatsächlich noch sehr, sehr jung. Und er hat eine unfassbar saubere Technik. Auch wenn es extrem schwierige Elemente sind, die nur wenige auf der Welt können, wirkt bei ihm, als ob er 3 Bälle entspannt macht und die Augen zu hat. Und die andere Persönlichkeit, wo ich wirklich viel Respekt vor habe und die mich auch so ein bisschen dazu gebracht hat, jeden Tag 5-6 Stunden zu trainieren, das ist ein Israeler namens Ofek Snir. Und was den so krass macht, ist, der trainiert 6-7 Stunden jeden Tag und zwar stoisch wie eine Statue. Er steht wirklich da, trainiert 6 Stunden, geht nirgendwo hin, redet mit niemandem und dann geht er heim und macht es am nächsten Tag wieder. Das ist unfassbar, wie der das macht. Und das inspiriert mich ziemlich, das auch selber zur Hand zu haben. Aber das machst du sowieso schon so lange, trainieren jeden Tag, oder? Aber noch nicht so mit dieser extremen Vehemenz, wie er es gemacht hat. Nee, das sieht eigentlich schon recht gut aus. Und ich würde auch sogar sagen, wir können auch mal den dritten Ball angreifen. Bist du dir sicher? Ja, das geht nämlich jetzt mit 3 Bällen nicht anders als mit 2. Ich werfe den ersten Ball. Und wenn der wieder an der Hand ankommt, kommt der zweite. Das kennst du ja noch, das ist nichts Neues. Nur jetzt, wenn der zweite Ball ankommt, wird der dritte geworfen. Okay. Das ist sozusagen, dass man das von einer Seite auf die andere zu wechseln mit 2 Bällen einfach in einem Schritt kombiniert. Ja. Das ist schon nicht schlecht gewesen tatsächlich für den ersten Versuch. Jetzt ist darauf zu achten, auf jeden Fall, du willst regelmäßig werfen. Also auch der dritte wird genauso hoch geworfen wie der vorige. Und es ist effektiv immer nur ein Ball in der Luft. Oh, das waren 4. Und da hättest du jetzt auch wirklich das Fenster gehabt, noch einen 5. zu werfen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich weiß, warum du das gerne machst. Aber du machst es jetzt so lange immer und also so oft geht da der Spaß auch ein bisschen verloren, oder? Ja, das auf jeden Fall schon. Also bei meinem Pensum ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich nur noch in sehr wenigen Fällen wirklich Spaß im Jonglieren habe. Und das eigentlich nur, wenn mal wieder ein größerer Durchbruch kommt. Wann hörst du dann auf zu trainieren? Ich höre eigentlich immer erst dann auf zu trainieren, wenn ich einen Fortschritt erzielt habe. Also ich setze mir in jedem Training so ein paar Ziele, ein paar Muster, mit denen ich weiterkommen will.
Und ich trainiere so lange, bis es klappt. Und wenn es nicht klappt, dann suche ich mir irgendein anderes Muster und trainiere das so lange, bis es klappt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes! Das ist geschafft. Voll gut. Sehr gut. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz schauen, die Zeit sagt. Ja, noch 3 Minuten Zeit. Perfekt, genau das, was wir gesagt haben. Halbe Stunde und 6 Würfe klappen. Kannst du dein Geld behalten. Puh. Wunderbar. Okay, ja cool. Also ich brauche jetzt erstmal eine Pause, das ist ja nicht anstrengend. Ja, es ist auch anstrengend irgendwo. Ja, wollen wir uns einfach mal hinsetzen und vielleicht noch mal quatschen. Ja klar, das Ja? können wir gerne machen. Du meintest ja, du trainierst jetzt seit 4 Jahren. Wie machst du das, jeden Morgen aufzustehen? Jeden Tag gibt es irgendeinen neuen Trick, den ich lernen kann, irgendeinen Trick, mit dem ich besser werden kann. Und ich versuche einfach jeden Tag dran zu denken, okay, es gibt einen Trick, mit dem geht's besser und das werde ich schaffen an dem Tag. Und mir auch immer wieder vor Augen zu führen, dass mir die Zeit davon rennt. Weil ich halt nicht wie viele der Weltklasse-Jongleure mit 4 oder 5 angefangen habe, sondern halt erst relativ spät mit 19. Deswegen dachte ich mir, ich muss einfach viel, viel mehr und viel, viel härter trainieren. Das versuche ich mir jeden Tag so neu ins Gedächtnis zu rufen. Und dann machst du auch keine Pausen, ne? Genau, jeden Tag, also seit den 4 Jahren gab es keinen einzigen Tag, wo ich nicht jongliert habe. Also du brauchst gar nichts, um mal vom Jonglieren abzuschalten? Es ist eigentlich schwierig zu sagen. Man ist schon so sehr in diesem Hamsterrad drin, dass man gar nicht daran denkt, was man macht, wenn man nicht jongliert. Selbst wenn wirklich auch mal die Motivation fehlt, dann zwinge ich mich trotzdem einfach. Dann jongliere ich halt vielleicht nicht 4 Stunden am Tag, sondern nur noch 2 Stunden und mache halt den Rest des Tages irgendwas anderes oder mache halt mehr Uni-Zeug, aber wirklich Abstand brauche ich nicht vom Jonglieren. Und wie ist das dann, also du hast ja auch eine Freundin, meintest du? Ja. Ja, und wie sieht die das? Also die supportet das Jonglieren schon. Hin und wieder drängt sie mich auch so ein bisschen so, hey, du hast heute noch nicht genug trainiert, geh mal wieder trainieren. Oh, wirklich? Ja, das macht sie tatsächlich, aber Okay. gibt natürlich auch Momente, wo sie dann ein bisschen auch ärgert, dass ich so viel Zeit aufs Jonglieren aufwende. Aber ich habe ja auch direkt von Anfang an gesagt, dass halt Jonglieren so wirklich meine Sache ist. Also sie wusste schon, worauf sie sich einlässt. Krass. Hast du, bevor du angefangen hast zu jonglieren, irgendwie einen anderen Plan für dein Leben gehabt? So, irgendwann will ich heiraten und Kinder haben oder so? So einen Plan hatte ich tatsächlich noch nie gehabt. Bei mir war es schon immer irgendwo das erklärte Ziel, es gibt irgendeine Sparte, die ich als meine Berufung auffassen könnte und in der will ich der Beste sein, der mir möglich ist zu sein. Also es war schon immer so bei dir, wenn du was angefangen hast, dann musstest du auch der Beste werden? Genau, also wenn ich ein Thema habe, das mich wirklich begeistert, dann reicht es mir nicht, da einfach nur irgendwie halbwegs gut zu sein, sondern ich will so gut sein, wie es nur irgendwie möglich ist in allen Bereichen, die mich wirklich interessieren. Aber wenn du das dann erreicht hast, was ist denn dann? Was machst du denn dann? Dann trainiere ich weiter, um noch besser zu werden. Also es wird niemals aufhören. Es hört niemals auf. Der beste Jongleur der Welt ist ein Begriff, der sehr diffus ist. Weil es gibt sehr viele Bereiche im Jonglieren und ich könnte mein ganzes Leben auch darauf verwenden, einfach nur 3 Bälle zu lernen und dann gäbe es nach 30 Jahren immer noch neue Sachen zu lernen. Deswegen kann man nicht unbedingt von dem besten Jongleur der Welt reden, sondern halt immer nur auf viele Sparten bezogen. Und wenn ich es schaffe, in einer Sparte jetzt halt mit 8 oder 9 Bällen der Beste zu werden, dann will ich der Beste mit 6 und 7 Bällen werden, der Beste mit 10 Bällen. Es gibt immer irgendeinen Bereich, wo ich noch besser werden kann. Und ich glaube, da geht mir das Leben schon aus, bevor ich da alle Bereiche abgedeckt habe. Also für dich steht Jonglieren, egal was ist, immer an erster Stelle und du machst nichts anderes. Das ist mein erklärtes Lebensziel, alles ins Jonglieren zu investieren, auch um zu schauen, wie weit ein Individuum praktisch in so einer Sparte wirklich kommen kann. Wenn man wirklich nichts anderes macht und zulässt, dass sein ganzer Lebensfokus nur auf ein Ziel praktisch ausgerichtet ist. Also du reist ja sehr viel und genau, hier wo wir gerade drauf sitzen, da schläfst du auch ab und zu, ne? Ja. Also genau, Ja. was macht das mit dir, mit deinem Körper, mit? Also der Körper verschleißt natürlich. Also ich merke, überall ist so ein bisschen schon Abbau im Begriff. Auch meine Gelenke sind schon, man hört es auch gut, die sind schon relativ geschädigt. Und das ist irgendwo auch der Preis, den man einfach bereit ist zu zahlen, sag ich mal. Also es ist körperlich definitiv nicht optimal und ich würde auch keiner Person empfehlen, das zu machen, was ich mache. Also das ist definitiv was, wo man wirklich sagen muss, da muss man dahinter stehen. Und was macht das mit dir persönlich? Also klar, mit deinem Körper, du bist abgehärtet, aber so die Psyche? Ich komme eigentlich ganz gut klar damit, weil das auch absolut eine Leidenschaft ist. Also es ist was, für das ich mich auch immer wieder begeistern kann. Deswegen affektiert mich das gar nicht mal so sehr, wie man jetzt denken könnte. Aber es gibt schon auch Momente, wo man dann ziemlich, sagen wir, entkräftet ist. Wo man sich dann auch so denkt, so, boah, will ich das eigentlich wirklich so durchziehen?
Aber in solchen Schwächemomenten, da schaut man, dass man irgendwo neue Motivation schöpft und redet vielleicht auch mit Leuten, die jetzt in meinem Umfeld sind, die dann auch was Ähnliches machen und macht mit denen einfach irgendwas, um sich dann wieder neu zu fokussieren. Aber es gibt immer mal wieder ein paar Durchhänger, das ist klar. Und ziehst du denn auch positive Schlüsse daraus? Auf jeden Fall, ich ziehe generell für mein ganzes Leben positive Schlüsse daraus, weil die Disziplin, die man im Laufe der Zeit gewinnt, wenn man so hart und so ausdauernd trainiert, die fließen natürlich auch in alle anderen Bereiche ein. Also auch in meinem Studium läuft wesentlich besser, jetzt mein zweites als mein erstes Studium, weil ich, wenn dann wirklich Prüfungsphase ist, auch viel fokussierter dann dabei bin. Und auch generell, dass viele mit Menschen in Kontakt kommen. Das ist somit das Beste eigentlich, was ich da aus dem Jonglieren gezogen habe. Vor dem Jonglieren, da habe ich immer so viele Probleme gehabt, auf Leute zuzugehen und mit denen zu reden. Und Jonglieren bringt die Leute zu einem. Und dadurch lernt man auch einfach, dass man mit Leuten mehr in Kontakt kommt. Also es ist definitiv einfach ein Werkzeug, um sich generell als Mensch weiterzuentwickeln. Also auch jenseits vom rein technischen, dass ich besser werde und Fortschritte erziele. Es hat mich zumindest auch, glaube ich, zu einem besseren Menschen generell gemacht. Dann bedanke ich mich ganz doll bei dir. Es war super cool, dich kennenzulernen. Hat mich auf jeden Fall auch gefreut, also ein bisschen dazu zu erzählen. Dann würde ich sagen, begleite ich dich noch raus. Ich mache hier Wunderbar. alles mit. Ich jongliere dich noch raus. Okay. Auf jeden Fall danke, dass du da warst. Ich habe Und mich auch sehr gefreut. noch viel Spaß heute beim Jonglieren. Und wir Danke, hören von danke. dir, wenn du es dann geschafft hast, ne? Ich hoffe noch. Okay, lass dich drücken. Ja, Tschüss. dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao. Jungs, wir gehen dann auch wieder. So, das war ein sehr interessanter Tag in Nürnberg hier für mich. Ich habe noch niemanden getroffen, der mit so viel Hingabe und Disziplin an etwas arbeitet. Ich finde es sehr beeindruckend, wie viel Zeit Maximilian in das Jonglieren investiert, aber auch erstaunlich, wie viel er zurücksteckt in seinem privaten Leben. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass er es weit schaffen wird. Und wer so viel arbeitet, hat es in meinen Augen auf jeden Fall verdient. Das war die People. Bis zum nächsten Mal.